Hallo, ich bin Andreas. Ich möchte mal ein paar Worte sagen zu dem, was so geschieht zurzeit. Ich bin Andreas, ich bin Rentner, ich bin 72 Jahre alt, werde bald 73. Ich bin von Beruf auch Sozialpädagoge, auch weil ich zwei Berufe habe. Mein erster Beruf war Maschinenschlosser. Und dann bin ich nochmal zur Schule gegangen und dann habe ich Pädagogik studiert. Und ich habe viel in der Kinder- und Jugendarbeit gearbeitet. Viel mit kleinen und großen Kindern, mit Kindern aus vielerlei Nationen. Und da möchte ich etwas zu sagen, weil das bei uns ja im Moment ein heißes Thema ist. Das ist das sogenannte Migration oder Immigration. Oder bist du Deutscher oder so, ne? Wird man dann ja auch gefragt. Da wollte ich etwas zu sagen, weil mir das ganz schwer auf den Senker geht. Wenn ich in ein anderes Land gehen würde, mit der Vorstellung, ich möchte da gerne leben, dann erwarte ich ja auch, dass mir irgendetwas gefällt an dem Land. So, dass ich es mag. Und wenn ich aber feststelle, ich mag die Menschen gar nicht, ich mag die Sprache nicht, ich mag das Essen nicht, was die haben, ich mag die Musik nicht, die die machen, ich mag nicht, wie die aussehen, ich mag nicht, wie die rumlaufen. Wenn das so meine Vorstellung ist oder das, wo ich sage, das erlebe ich eigentlich, dann würde ich eins tun, dann würde ich so schnell wie möglich abhauen, weil dann wäre ich ein Idiot, wenn ich dort bleibe, wo mir nichts gefällt. Das wäre ja auch Selbstverarschung, könnte man sagen. Also haue ich so schnell ab, wie ich kann. Und solange ich aber da bin, und ich bin ja auch darauf angewiesen, dass ich dort zu essen und zu trinken habe und schlafen kann und leben kann, passe ich mich doch ein bisschen an. Das heißt, ich versuche die Menschen zu respektieren, ich versuche ein bisschen die Sprache zu erlernen, weil ich die ja jeden Tag brauche und jeden Tag muss ich irgendetwas sagen. Ob beim Einkaufen oder wenn mir jemand begegnet, wenn ich irgendetwas möchte, ich muss etwas sagen können. Also versuche ich auch etwas die Sprache zu lernen. Und dann bin ich mal ganz locker und sage mir selber mal, ach, ich schaue mal, wie das auf mich wirkt. Ob mir das wehtut, ob ich das verachten muss, ob ich böse sein muss, weil jemand anders aussieht. Und dann kann ich ganz schnell feststellen, das brauche ich eigentlich gar nicht. Und es ist gar nicht so schwer, ein paar Worte Fremdsprache zu erlernen. Ich hatte früher viel mit Kindern und Jugendlichen aus verschiedenen Ländern zu tun und ich muss sagen, ich hatte nie irgendwelchen Stress mit irgendeiner Nationalität, egal woher jemand kam. Ich komme mit allen Menschen zurecht, solange sie, sagen wir mal, die gröbsten Regeln respektieren und solange sie mich respektieren und mich nicht beschimpfen oder verachten. Und so geht es jedem Menschen. Jeder hat die Erwartung, dass er respektiert wird, dass man fair zu ihm ist und offen zu ihm ist. Und was das betrifft, muss ich sagen, ich habe mal eine Praktikantin von mir nebenbei so mal gefragt, und wie bin ich so als dein Chef?
Und sie hat geantwortet, du bist zwar streng, aber du bist gerecht. Und da wusste ich gar nicht, dass ich streng bin. Ich musste lächeln, aber es war mir völlig neu. Ich dachte, wieso bin ich streng? Ich bin auch so locker. Aber sie hat es auch mit etwas Ironie gemeint. Aber dass ich gerecht bin, das hat mich doch gefreut, weil ich mich auch immer bemühe, gerecht zu sein und fair zu sein. Weil wenn mich das aufregt oder einen anderen, woher jemand kommt, welche Nationalität, dann würde ich sagen, versuch mal einen Blinden zu fragen und stell mal einen Mensch aus einer anderen Nationalität oder mit einer anderen Hautfarbe vor einen Blinden und frag den Blinden, was siehst du? Was ist der Unterschied? Und der Blinde kann sicherlich einiges sagen, auch wenn er die Hautfarbe nicht sieht. Und das meine ich. Wenn ein Blinder spürt die Sonne auf der Brust oder auf dem Arm oder im Gesicht, aber wenn ich ihn fragen würde, wie sieht die Sonne aus? Beschreib mal die Sonne, könnte er nicht sagen. Er könnte sagen, sie macht mich warm, aber er kann nicht sagen, sie ist rund, weil ein Blinder auch nicht weiß, wie das dann aussieht, wenn sie rund wäre. Sie erscheint uns rund und ihr Licht leuchtet, meinetwegen gelb-weiß. Das weiß ein Blinder nicht, wie gelb-weiß leuchtet, wie das aussieht, im Gegensatz zu grün oder zu rot oder zu blau. Und so kann ich aber, wenn ich auf den anderen zugehe, mit jedem Menschen über alles sprechen, eigentlich. Ich kann sogar mit einem Menschen, der nicht meine Sprache spricht und dessen Sprache ich nicht spreche, mit dem kann ich versuchen, mich über irgendetwas zu unterhalten. Ich muss mir nur Mühe geben. Was das betrifft, kann ich sagen, was mir oft auf den Senkel geht, auf den Zeiger geht, das ist, dass vielen Kindern der Respekt fehlt. Wo ich aber auch sage, welch Wunder, warum haben die Kinder keinen Respekt vor den Erwachsenen? Und dann sage ich, welche Welt überlassen wir ihnen? Welche Welt geben wir ihnen? Und dann brauche ich mich nicht wundern, dass die Kinder wegschauen und einen nicht anschauen, dass sie an einem vorbeigehen. Und was mich aber nervt, das ist, wenn ich immer der Erste bin, der grüßt, der Hallo sagt oder Guten Morgen sagt. Und kleine Kinder, 4, 5 Jahre alt, kommen mir vielleicht jeden Morgen entgegen und von sich aus grüßt keiner, sondern sie erwarten, dass ich mit 72 Jahren, als der Großvater ist, Vater und Großvater ist, als erster gnädigerweise grüßt. Das mache ich zwar oft mit einem Lächeln und Lachen, aber ich verschweige mir dann auch zu sagen, würde mich auch mal freuen, wenn ihr auch mal die Klappe aufbekommt und Guten Morgen sagt. Und so, das sind Sachen, die mich nerven. Und die nerven mich, egal aus welcher Nation jemand kommt. Jetzt gehe ich wieder zurück zu dem Punkt, komme ich in ein anderes Land, dann bemühe ich mich, damit klarzukommen. Lebe ich in einem anderen Land und habe den Anspruch, ein Mensch unter Menschen zu sein, verachte ich nicht die anderen Menschen, bloß weil die nicht aus meinem Land kommen oder weil sie eine andere Sprache sprechen. Ich verachte sie auch nicht, weil sie eine andere Hautfarbe haben. Denn was würde ich tun, wenn ich blind wäre? Ich kann ja mal die Augen zumachen, versuchsweise, und sagen, was siehst du? Das hört sich lustig an, aber mach das mal. Und was ist der Unterschied zwischen den Nationalitäten? So, das ist etwas, was ich jetzt sagen wollte, und dass das zunimmt, die Fremdenfeindlichkeit, so wird sie ja genannt, das stört mich sehr und das macht mich nicht stolz, sondern das macht mich eher traurig,
dass ich in einem Land mit dieser Geschichte, die wir haben als Deutsche, dass ich in so einem Land lebe und muss jeden Tag hören von Fremdenfeindlichkeit oder selber erleben, dass Kinder oder Jugendliche aus einer anderen Nation belächelt werden oder verachtet werden. So, das wollte ich jetzt gerne sagen, das war jetzt ganz spontan. Und ich sage, Kids, bleibt mal locker und fair, versucht fair zu sein. Und wollt ihr alle in einem Land leben, in demselben, dann gebt euch mal Mühe, damit klarzukommen mit dem Land und ansonsten macht den Rückzug und geht woanders hin. Denn sonst werdet ihr Idioten, wenn ihr bleibt in einem Land, in dem euch nichts gefällt. Die Menschen nicht, die Sprache nicht, das Essen nicht. So, das wollte ich jetzt sagen, das war jetzt ganz spontan und ich weiß nicht, ob ich dieses als Video nehme, ob das überhaupt was geworden ist. Ich nenne dieses jetzt einfach mal Smalltalk. Wahrscheinlich Smalltalk 1, weil ich jetzt mal öfter, weil ich ja auch Sozialpädagoge bin, auch wenn ich Opa bin, bin ich trotzdem immer noch Sozialpädagoge, möchte ich vielleicht öfter mal so ein Video machen und dann würde ich die Smalltalk durchnummerieren. Dann ist dieses Smalltalk 1. So, dann noch etwas. Alle Kinder und Jugendlichen, mit denen ich zu tun hatte, haben mich Andi genannt. Niemand musste Herr Hellberg sagen, weil ich das von niemandem erwarte und ich finde es auch nicht schön, wenn mich Kinder oder Jugendliche mit Herr Hellberg anreden, weil das dann unpersönlich ist. Da hat man dann so ein bisschen das Gefühl, es fehlt nur noch der Schlips und das Hemd oder das Jackett und dann bin ich froh und stolz, wenn man Herr Hellberg zu mir sagt. Sondern zu mir können alle Andi sagen und dieses ist dann Andi Smalltalk 1. Ja, okay, jetzt bin ich mal gespannt, ob dieses was geworden ist. Bis die Tage mal.